Eingehende und ausgehende Nachrichten übersetzen. So einfach geht's. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und wir wollen uns jetzt zunächst anschauen, wie ihr eingehende E-Mails übersetzt, was es da für Einstellungsmöglichkeiten gibt und was das Add-in-Übersetzer für Outlook noch an Möglichkeiten bietet. Und dann im zweiten Schritt schauen wir uns an, wie ihr E-Mails, die ihr versendet, in diverse Sprachen übersetzen könnt. Ich muss allerdings gleich dazu sagen, das geht nicht mit Outlook alleine. Wir werden da aus der Microsoft-Welt Word dafür verwenden und ihr könnt aber natürlich auch den Google-Übersetzer oder zum Beispiel DeepL verwenden. Das zeige ich auch ganz kurz. Wenn euch eine Information fehlt, ihr was nicht versteht, es bei euch anders ist oder irgendeine andere Frage auftaucht, schreibt mir die gerne unten in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte die immer schnell. Und wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch dazulassen und den Kanal zu abonnieren. Die Funktion zum Übersetzen habt ihr direkt im Posteingang, wenn ihr das Vorschaufenster, also den Lesebereich angezeigt habt. Dann habt ihr hier Nachricht übersetzen, übersetzen und hier auch das Übersetzen mit den Einstellungen. Das ist dasselbe, wie wenn ihr die E-Mail aufmacht. Und das funktioniert im Prinzip ganz einfach. Die E-Mail ist offen, sie ist auf Englisch und ihr klickt hier Nachricht übersetzen in Deutsch an. Dann wird die Nachricht übersetzt. Ihr könnt die auf Deutsch lesen. Und wenn ihr die Nachricht schließt und später wieder aufmacht, dann seht ihr, die ist weiterhin auf Deutsch. Und ihr könnt sie dann, auch wenn ihr das möchtet, wieder im Original anzeigen. Es gibt die Möglichkeit, dass man anklickt, nie übersetzen aus dem Englischen. Und wenn man dann die E-Mail schließt und sie später wieder aufmacht, dann habt ihr die Möglichkeit, es trotzdem weiter zu übersetzen. Es wird dann aber nicht automatisch übersetzt. Und das sind praktisch so Einstellungen, die ihr machen könnt. Die könnt ihr hier auch beeinflussen über Sprache übersetzen und dort Übersetzung Einstellungen. Ihr kennt den Dialog vermutlich, den findet ihr auch über Datei Optionen und dann eben hier Sprache. Und ihr seht, ihr habt die Möglichkeit hier zu entscheiden, ob ihr immer übersetzen wollt, vor dem Übersetzen gefragt werden wollt oder nie übersetzen wollt und in welche Sprache ihr übersetzen wollt. Ihr könntet zum Beispiel auch sagen, ihr wollt gar nicht ins Deutsche übersetzen, sondern vielleicht ins Italienische. Und hier unten sind dann die Sprachen, aus denen nicht automatisch übersetzt wird. Ich schmeiße da Englisch mal wieder raus, bestätige hier mit OK. Und eigentlich müsste hier jetzt stehen, Nachricht übersetzen in Italienisch. Ich habe ja eingestellt, ich möchte ins Italienische übersetzen, aber dafür muss ich die E-Mail erst nochmal zumachen. Ich mache sie wieder auf und ihr seht, jetzt steht da Nachricht übersetzen ins Italienische. Und dann dauert es ein bisschen und jetzt habt ihr die Nachricht im Italienischen. Ich setze das mal gleich wieder zurück, übersetzen, Übersetzungseinstellungen und wähle hier wieder Deutsch als Sprache und schmeiße Italienisch hier raus, bestätige das mit OK und schließe die Nachricht wieder. Microsoft bietet noch ein Add-in an, den Übersetzer für Outlook. Dieses Add-in funktioniert im Prinzip genauso. Es hat nur den Vorteil, dass ihr die Originalsprache und die Übersetzung nebeneinander seht. Ihr könnt dieses sogenannte Add-in einbinden, indem ihr hier im Posteingang auf Add-ins abrufen klickt, dann eingebt Übersetzer für Outlook und hier den Übersetzer für Outlook hinzufügt. Das geht natürlich nur, wenn das in eurer Organisation auch erlaubt ist. Es ist ein ganz normales Add-in von Microsoft, es kommt aus dem Microsoft Store, also es kann gut sein, dass ihr diese Möglichkeit habt. Ich schließe das jetzt mal hier und das, was jetzt neu ist, ist, dass hier jetzt dieser Knopf Nachricht übersetzen dazu gekommen ist. Also Übersetzer, Nachricht übersetzen und ihr seht, das sieht sehr ähnlich aus wie hier unter Sprache übersetzen. Man muss dazu sagen, das ist sozusagen die ältere Variante, das ist die neuere. Diese hier, also die ich euch schon gezeigt habe, funktioniert in Outlook automatisch ohne Einbindung und sie funktioniert für alle E-Mail-Konten. Der Übersetzer funktioniert nur für Microsoft-Konten. Also wenn ihr in eurer Organisation einen Exchange-Server habt oder wenn ihr mit Outlook.com oder Outlook.de ein privates Mail-Konto bei Microsoft habt, dann funktioniert das. Und ich mache das jetzt mal auf, hier nochmal die E-Mail. Und wir haben die E-Mail jetzt hier im Englischen
Und wenn ich jetzt das Add-in Nachrichten übersetzen nehme, dann seht ihr, dieser Übersetzer wird jetzt hier rechts daneben eingeblendet. Und jetzt sehe ich links den englischen Text und rechts den deutschen. Und das finde ich persönlich sehr praktisch, weil ich damit für mich auch besser nochmal gucken kann, wenn was auf Deutsch komisch klingt, wie sieht denn das eigentlich im Englischen aus. Wenn ihr die Hilfe aufruft mit F1 und dort mal nach Übersetzer guckt, dann findet ihr hier auch eine Hilfe Übersetzer für Outlook und dort hat Microsoft etwas zum Datenschutz angegeben und Microsoft beschreibt hier im Prinzip, dass die Daten immer an Microsoft übertragen werden zum Übersetzen, dann auf einem Microsoft-Server übersetzt werden und dann an euch zurück übertragen werden. Das heißt, diese Funktion geht nur mit einer bestehenden Internetverbindung. Microsoft verweist hier auch darauf, dass es immer gesichert über eine SSL-Verbindung übertragen wird, dass die Daten nicht gespeichert werden, auch nicht für Stichproben und auch nicht an Dritte weitergegeben werden. Microsoft empfiehlt den Administratoren in den Organisationen, dass sie das Add-in rausschmeißen, weil sie sagen, es verwirrt, wenn ich hier einmal übersetzen habe und einmal Nachricht übersetzen. Ich persönlich, wie gesagt, ich finde den Translator eigentlich besser und ihr werdet auch sehen, wenn ihr mit dem einen oder anderen übersetzt, es kommt dasselbe Ergebnis raus, also da ist nicht der eine besser als der andere. Soweit also alles ganz einfach beim E-Mail empfangen, ja, auf ins Deutsche übersetzen klicken und eigentlich ist es schon fertig. Leider ist das beim Versenden von E-Mails nicht so. Wenn ich jetzt mal eine E-Mail aufmache, die ich schon entworfen habe und geschrieben habe und die möchte ich jetzt in einer anderen Sprache schreiben und ich schaue hier unter Nachricht, hier finde ich nichts zur Sprache, nichts zu übersetzen. Ich finde das auch nicht unter Überprüfen, wo es in anderen Microsoft-Programmen ist. Also hier kann ich nicht einfach das schon Geschriebene in eine andere Sprache übersetzen. Und deshalb würde ich so vorgehen, ich würde den Text auf Deutsch schreiben, ich würde ihn dann in der E-Mail markieren und kopieren und dann würde ich zum Beispiel, wenn wir bei Microsoft bleiben wollen, in Word wechseln. In Word füge ich dann den Text ein und dann wechsle ich hier in den Bereich Überprüfen, denn hier gibt es auch ein Übersetzen und hier kann ich tatsächlich etwas, was ich geschrieben habe, übersetzen. Das heißt, zum Beispiel gehe ich auf Übersetzen und sage Dokument übersetzen und dann lege ich fest, dass ich eben von Deutsch, ich habe das hier schon vorausgewählt, ihr müsst es unter Umständen noch extra einstellen, ins Englische übersetzen will und dann sage ich Übersetzen und jetzt entsteht ein neues Word-Dokument. Ihr seht hier das Dokument 1, da habe ich rein kopiert und wenn ich auf Übersetzen gehe, dann entsteht ein neues Dokument, da steht jetzt die Übersetzung drin, die markiere ich, kopiere ich. Ich mache das immer mit Steuerung C, deshalb seht ihr das unter Umständen nicht. Dann wechsle ich in meine E-Mail zurück und dann drücke ich hier Steuerung V und füge damit das Übersetzungsergebnis ein. Und dasselbe würde ich natürlich noch mit dem Betreff machen, das mache ich jetzt im Moment nicht. Ich zeige euch gerade mal noch, wie das in Google ist. Und zwar habe ich hier ein Google-Fenster aufgemacht mit dem Translator. Den Link habe ich euch auch unten in die Shownotes kopiert und ich habe hier eingestellt Deutsch auf Englisch und habe den Text, den ich auch gerade hatte und der wird hier rüber kopiert und dann gibt es so Unterschiede. Bei Microsoft hieß es Please register for the newsletter, please subscribe. Hier heißt Please register und wenn ich noch einen anderen Übersetzungsdienst nehme, nämlich DeepL, den ich persönlich sehr gut finde, dann seht ihr, das Prinzip ist dasselbe. Deutsch wird ins Englische übersetzt und die sagen hier Sign up. Aber ich kann sowas natürlich vergleichen und dann für mich die beste Übersetzung raussuchen. Was ihr euch klar machen müsst, egal ob Microsoft oder Google oder DeepL, die Daten werden hier immer an diesen Dienst übertragen. Und ihr könnt davon ausgehen, dass Google und DeepL in der kostenlosen Variante mit den Daten anders umgeht, als ich das gerade bei Microsoft beschrieben habe. Also wenn ich hier bei DeepL mal auf Abos und Preise schaue, dann seht ihr zum Beispiel bei der kostenlosen Übersetzung, was ich jetzt gerade gemacht habe, da ist nicht die höchste Datensicherheit gewährleistet. Das bietet DeepL natürlich erst, wenn ihr auch was dafür zahlt. Also insofern ist die Variante mit Word schon gar nicht schlecht. Aber es gibt natürlich auch gute
teilweise eben auch bessere Übersetzungsdienste, die dann was kosten von anderen Anbietern wie DeepL. Habe ich übrigens auch den Link unten in die Shownotes kopiert oder auch den Google Translator. Wenn ich dann also alles zusammen kopiert habe, dann verändere ich den Text noch so weit es aus meiner Sicht nötig ist und dann kann ich die E-Mail versenden. Und wenn ihr nicht Englisch braucht, sondern Italienisch oder Französisch oder auch eine andere Sprache, dann habt ihr ja gesehen, das könnt ihr in allen 3 Übersetzungsdiensten ganz einfach auch einstellen. Ja, was interessiert euch noch zum Thema Sprache? Zum Diktieren gibt es ja schon ein Video, zum laut Vorlesen mache ich demnächst eins. Vielleicht interessiert euch noch Anzeigesprache oder Tastaturlayout oder irgend sowas. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, dann weiß ich, was euch am meisten interessiert und mache da als nächstes ein Video dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.